Stellantis hat sich ja bekanntlich mit Leapmotor zusammengetan, um deren Modelle auch nach Deutschland zu bringen. Und nun ist es soweit, denn die Preise sind bekannt und die Autos auch schon hier. Was das erste Modell, der Leapmotor T03, hier kosten wird und was der für einen absoluten Kampfpreis alles kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Leapmotor hat in Zusammenarbeit mit Stellantis zwei preisgünstige Elektrofahrzeuge vorgestellt: das kompakte Stadtauto T03 und den SUV C10. Stellantis hofft angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportmöglichkeiten immer einen Schritt voraus zu sein, indem es unter einem Dach mit Leapmotor in Europa montierte chinesische Fahrzeuge einsetzt. Leapmotor plant, den kleineren T03 ab November 2024 im Stellantis-Werk Tychy in Polen zu montieren. Dies wird der Marke helfen, EU-Zölle auf importierte chinesische Elektrofahrzeuge zu vermeiden, was den aggressiven Preis des T03 ermöglicht. Carlos Tavares, CEO von Stellantis, hat ebenfalls die Möglichkeit angedeutet, den größeren C10 in der EU herzustellen, gab jedoch keine weiteren Einzelheiten dazu bekannt. Der Eintritt von Leapmotor in Europa mit diesen wettbewerbsfähigen Modellen wird zweifellos Druck auf etablierte Player wie Tesla und Dacia ausüben. Leapmotor International, das Joint Venture von Leapmotor und Stellantis, hat ehrgeizige Expansionspläne. Bis Ende noch dieses Jahres soll der Verkauf in 13 europäischen Ländern beginnen, darunter Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Die Autos werden über aktuell 40 Autohändler von Stellantis verkauft. Die ersten Autos sind auch schon da. Leapmotor International hat außerdem Pläne bestätigt, den B10, ein spezielles Modell für Europa, auf dem Pariser Autosalon im Oktober vorzustellen. Dazu werde ich natürlich dann auch ein Video machen. Gut aussehend ist was anderes. Während man vorne charakteristische Glubschaugen als Scheinwerfer findet, erinnert die Front doch stark an Fiat 500 oder vielleicht auch an Mini Cooper. Dort ist auch die Ladeklappe hinterm Logo versteckt. Über der Seite und das Dach entlang fällt die Linie gen Heck dann stark ab. Dort könnte man die schwarz akzentuierte Abdeckung an der Dachkante als Spoiler bezeichnen. Die Heckleuchten sind durch eine ebenfalls schwarz gefärbte Blende optisch miteinander verbunden. Die Modellbezeichnung ist in Rot auf dem Kofferraumdeckel angebracht. Das Interieur sieht modern aus, aber da sind die asiatischen Autos meist gut ausgestattet. Das Display für die digitalen Instrumente misst 8 Zoll und der Touchscreen 10. Die Bedienung ist eingängig, allerdings wären ein paar analoge Schalter und Knöpfe zum Beispiel für die Klimaanlage ganz hilfreich. So muss man immer wieder auf den Bildschirm blicken, wenn man eine Einstellung vornehmen will. Insgesamt wirkt das Interieur angesichts des Preises nicht billig. Klavierlack und Hartplastik mit genarbten Oberflächen hübschen das Ambiente auf. Allerdings bietet der T03 vorne 2 USB-A-Anschlüsse, aber kein USB-C. Schade drum. Zur Serienausstattung des T03 gehören eine Rückfahrkamera inklusive Parksensoren hinten, 6 Airbags, eine manuelle Klimaanlage, elektrisch verstellbare Außenspiegel und elektrische Fensterheber an allen 4 Türen. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Leapmotor T03 ist 3,62 Meter lang, 1,58 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,40 Meter, was dem kleinen Flitzer einen Wendekreis von unter 10 Meter beschert. Der T03 kommt leistungstechnisch auf 70 kW oder 95 PS und hat ein maximales Drehmoment von 158 Newtonmetern. Beim Dacia Spring sind es beispielsweise 48 kW oder 65 PS und 113 Newtonmeter. Damit erreicht der Dacia nach 13,2 Sekunden aus dem Stand die 100 km/h-Marke, der Leapmotor absolviert den Standardsprint eine halbe Sekunde schneller, obwohl er mit 1175 Kilogramm 125 Kilogramm mehr wiegt. Auch bei der Höchstgeschwindigkeit hat der rumänische Stromer mit 125 km/h gegenüber 130 km/h das Nachsehen.
Der T03 hat eine Batterie mit einer Kapazität von 37,3 Kilowattstunden, was für eine WLTP-Reichweite von 265 Kilometern reicht. Beim Dacia sind es 28,3 Kilowattstunden Akkus und 225 Kilometer. Die Ladeleistung ist beim Leap-Motor nicht berühmt, aber immer noch besser als beim Spring. Derzeit lädt der T03 bei einem Wechselstromanschluss mit einphasigen 6,6 kW Energie. Ab November soll das AC-Stromtanken dann dreiphasig und schneller sein. An einer DC-Säule sind es 45 kW und 36 Minuten von 30 auf 80%. Zum Vergleich, der Spring lädt mit 3,7 kW AC bzw. 30 kW DC. Der Durchschnittsverbrauch wird mit 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben, aber es gibt aktuelle Testfahrten, die weit weniger als das verbraucht haben. Beim Kofferraumvolumen hat der Dacia mit 308 bis maximal 1004 Litern gegenüber 210 bis 508 Litern die Nase vorn. Zudem ist die Ladekante beim T03 sehr hoch, der Kofferraumboden sehr tief und die Luke des Gepäckabteils sehr klein. Das ändert aber nichts daran, dass der Leap-Motor ein gutes Stadtauto für einen günstigen Preis ist, das den Dacia Spring aussticht. Sagenhafte 10 Assistenten unterstützen den Fahrer, darunter ein adaptiver Tempomat, ein Totwinkelwarner, der auch beim Öffnen der Tür aktiv ist, einen Frontkollisionswarner inklusive Notbremsassistent und eine Verkehrszeichenerkennung. Der T03, der ab Ende September erhältlich sein wird, kostet 18.900 € und unterbietet damit viele seiner Konkurrenten in diesem Segment. Der SUV C10, der im Oktober bei den Händlern erhältlich sein soll, wird bei 36.400 € starten, der auch einen sehr interessanten Elektro-SUV darstellt. Wie gefällt euch der Leap-Motor T03? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!